Hallo und willkommen zu Ting Shuo Chinesisch. In der chinesischen Geschichte gab es 4 berühmte Schönheiten. Ihre Geschichten tragen eine reiche historische und literarische Bedeutung. Unabhängig von deinem kulturellen Hintergrund können ihre Geschichten dich dazu anregen, traditionelle Vorstellungen zu reflektieren und ihren Einfluss auf das Selbstbild der zeitgenössischen, modernen Frau zu untersuchen. Verpasse auf keinen Fall einer dieser Geschichten. Während der Frühlings- und Herbstperiode lebte in einem kleinen Dorf im Staat Yue ein schönes Mädchen namens Xi Shi. Xi Shi ging jeden Tag zum Fluss, um Wäsche zu waschen, und ihre Schönheit ließ die Fische so erstaunen, dass sie auf den Grund des Wassers sanken. Deshalb sagt man, dass Xi Shis Schönheit die Fische das Schwimmen vergessen ließ. Der König von Yue, Gou Jian, wurde oft vom mächtigen Staat Wu angegriffen. Eines Tages berieten Gou Jian und seine klugen Minister im Palast über Möglichkeiten, Wu zu besiegen. Zu dieser Zeit herrschte ständig Krieg zwischen Wu und Yue. König Gou Jian hörte, dass der König von Wu sehr an schönen Frauen interessiert war und beschloss, dies auszunutzen, um Wu zu besiegen. Er ließ nach der schönsten Frau suchen und wählte schließlich Xi Shi aus. Xi Shi wusste, dass ihre Mission darin bestand, den Frieden ihres Landes zu sichern, und nahm mutig diese Aufgabe an. Xi Shi wurde nach Wu geschickt und wurde schnell zur Lieblingskonkubine des dortigen Königs Fu Chai. Der König war von Xi Shis Schönheit so fasziniert, dass er den ganzen Tag mit ihr verbrachte und völlig vergaß, sich um die Staatsangelegenheiten zu kümmern. Die Minister von Wu waren sehr besorgt. Majestät, wenn das so weitergeht, wird das Land in Gefahr sein. Aber Fu Chai hörte nicht auf sie. Er dachte nur daran, bei Xi Shi zu sein. Xi Shi nutzte auch ihre Intelligenz, um immer wieder Gelegenheiten zu schaffen, Yue heimlich zu helfen. Sie übermittelte auf verschiedene Weise Informationen und half Yue, die Bewegungen des Militärs von Wu zu verstehen. Schließlich gelang es dem Staat Yue unter der Führung von Gou Jian, den Staat Wu zu besiegen. Xi Shis Opfer und Weisheit trugen maßgeblich zum Sieg von Yue bei. Nach dem Ende des Krieges kehrte Xi Shi nach Yue zurück, aber ihr weiterer Verbleib ist unbekannt. Es wird erzählt, dass sie im Fluss ertränkt wurde oder sich in die Berge zurückzog. Die Geschichte von Xi Shi lernt uns, dass Schönheit nicht nur im Aussehen liegt, sondern auch in Mut und Weisheit. Ihr Name bleibt in Erinnerung, weil sie nicht nur schön war, sondern auch mit ihrer Weisheit und ihrem Mut ihrem Land geholfen hat. In der zweiten Geschichte geht es um Wang Zhaojun. In der Zeit der westlichen Han-Dynastie gab es ein schönes kleines Dorf. In diesem Dorf lebte ein kluges und lebhaftes Mädchen namens Wang Zhaojun. Zhaojun war nicht nur schön, sondern liebte auch das Lesen und Malen. Die Dorfbewohner lobten sie als eine talentierte und schöne Frau. Als Wang Zhaojun erwachsen wurde, beschloss der Kaiser der Han-Dynastie, Han Yuandi, schöne und kluge Mädchen aus dem ganzen Land auszuwählen, um als Palastdame im Palast zu sein. Zhaojun wurde ausgewählt und verließ ihre Heimat, um in die Hauptstadt Chang'an zu gehen, wo sie eine Palastdame wurde. Eines Tages forderte Han Yuandi den Hofmaler auf, ein Porträt jeder Palastdame zu malen und dann die schönsten als Konkubinen auszuwählen. Die Palastdamen bestachen den Maler, um sicherzustellen, dass sie möglichst schön gemalt wurden. Wang Zhaojun jedoch weigerte sich, den Maler zu bestechen. Aus Ärger malte der Maler Wang Zhaojun absichtlich unvorteilhaft. Infolgedessen wählte Han Yuandi sie nicht als Konkubine und Wang Zhaojun blieb unbemerkt im Palast. Später machte der Anführer der Xiongnu im Norden Chinas den Vorschlag, eine Frau aus der Han-Dynastie zu heiraten, um den Frieden zwischen den beiden Ländern zu wahren. Han Yuandi stimmte dem Antrag zu, musste jedoch eine geeignete Frau aus der Mitte der Palastdamen wählen, um sie dem Anführer der Xiongnu zur Ehe zu geben.
Als die Palastdamen erfuhren, dass sie jemanden in der Ferne heiraten mussten, hatten alle Angst. Nur Wang Zhaojun meldete sich freiwillig, um für den Frieden in ihrem eigenen Land in das völlig fremde Xiongnu zu gehen. Bevor sie den Palast verließ, traf Han Yuandi sie und war von ihrer Schönheit beeindruckt. Zu diesem Zeitpunkt konnte er sie jedoch nicht mehr für sich beanspruchen. Es war bereits zu spät und er musste sie nach Xiongnu schicken. Zhao Jun zog prächtige Kleider an und verabschiedete sich von der Hauptstadt Chang'an, um die Reise nach Xiongnu anzutreten. Die Menschen entlang des Weges verabschiedeten sich von ihr und waren von ihrem Mut und ihrer Güte bewegt. In Xiongnu wurde Zhao Jun vom Anführer und den Menschen herzlich willkommen geheißen. Sie war nicht nur ein Symbol der Heirat, sondern auch eine Brücke zwischen den Xiongnu und der Han-Dynastie. Sie brachte fortschrittliche Kultur und Technologie aus dem zentralen China mit und half den Xiongnu, ihr Leben zu verbessern. Zhao Jun eroberte nicht nur mit ihrer Schönheit das Herz des Anführers, sondern gewann auch mit ihrer Weisheit und Güte den Respekt der Menschen in Xiongnu. Dank Zhao Juns Bemühungen verbesserte sich die Beziehung zwischen der Han-Dynastie und den Xiongnu und die beiden Länder erreichten Frieden, wodurch der 100-jährige Krieg zwischen Han und Xiongnu beendet wurde. Während ihrer 14-jährigen Zeit in Xiongnu durfte Zhao Jun kein einziges Mal nach Zentralchina zurückkehren und starb schließlich im Alter von 34 Jahren mit Heimweh im Herzen in Xiongnu. Die Geschichte von Wang Zhaojun zeigt uns, dass Schönheit nicht nur im Aussehen liegt, sondern auch im Mut, in der Weisheit und in der Güte. Durch ihre Taten brachte sie Frieden zwischen zwei Ländern und wurde zu einer Heldin, die auch von den nachfolgenden Generationen noch verehrt wird. In der dritten Geschichte geht es um Diao Chan. Am Ende der östlichen Han-Dynastie wurde Diao Chan in eine arme Familie geboren, aber ihre Schönheit und Intelligenz waren unvergleichlich. Sie wurde von Wang Yun, einem hohen Beamten am Kaiserhof, adoptiert und wie seine eigene Tochter behandelt. Wang Yun lehrte sie Musik, Tanz und Etikette, sodass sie nicht nur mit ihrer Schönheit, sondern auch mit ihrem Talent glänzen konnte. Zu dieser Zeit stand die östliche Han-Dynastie vor einer schweren Krise. Der korrupte Minister Dong Zhuo hatte die Macht am Kaiserhof übernommen und herrschte tyrannisch, was das Volk sehr leiden ließ. Der tapfere Lü Bu war Dong Zhuos Adoptivsohn, ein mächtiger Krieger, der jedoch aus Machtgier seinem Adoptivvater half, das Volk zu unterdrücken. Wang Yun sah dies und war sehr besorgt. Er beschloss, einen kühnen Plan zu schmieden, um Dong Zhuo und Lü Bu gegeneinander auszuspielen, indem er Diao Chans Schönheit und Intelligenz nutzte. Er sagte zu Diao Chan: „In dieser Zeit der nationalen Krise kannst nur du uns retten." Diao Chan stimmte ohne zu zögern zu. Wang Yun bot Diao Chan zuerst Dong Zhuo als Konkubine an. Dong Zhuo war sofort von ihrer Schönheit fasziniert und behielt sie in seinem Anwesen. Gleichzeitig arrangierte Wang Yun heimlich ein Treffen zwischen Diao Chan und Lü Bu. Lü Bu verliebte sich auf den ersten Blick in Diao Chan. Diao Chan manövrierte geschickt zwischen den beiden und ließ sie glauben, dass sie jeden von ihnen aufrichtig liebte. Die Beziehung zwischen Dong Zhuo und Lü Bu wurde durch Diao Chan immer angespannter. Jedes Mal, wenn Lü Bu Diao Chan besuchte, geriet Dong Zhuo in Wut, da er einen Verrat und eine Affäre zwischen seinem Adoptivsohn und seiner Konkubine witterte. Währenddessen tat Diao Chan vor Lü Bu so, als würde sie von Dong Zhuo misshandelt werden und als sei er derjenige, der den beiden im Weg stand, um so sein Mitgefühl zu wecken. Schließlich konnte Lü Bu seine aufgestaute Wut nicht mehr ertragen und beschloss, sich Dong Zhuo zu stellen. In einer dunklen Nacht stürmte Lü Bu mit seinen Männern in Dong Zhuos Anwesen. Es kam zu einem heftigen Kampf, bei dem Lü Bu schließlich Dong Zhuo tötete und Diao Chan rettete. Dong Zhuos Tyrannei wurde gestürzt.
Der Hof kehrte zur Ruhe zurück und das Volk konnte in Frieden leben. Diao Chans Mut und Weisheit retteten nicht nur das Land, sondern machten sie auch zu einer verehrten Heldin für die Nachwelt. Ihr endgültiges Schicksal ist unbekannt, aber ihre Geschichte wird noch immer weitergegeben. Diao Chans Geschichte zeigt uns, dass Weisheit und Mut gleichermaßen wichtig sind, wenn man sich Herausforderungen stellt. Sie nutzte ihre Fähigkeiten, um den Lauf der Geschichte zu verändern und wurde zu einer wahren Heldin. In der 4. Geschichte geht es um Yang Guifei. Während der Tang-Dynastie gab es ein Mädchen namens Yang Yuhuan. Yang Yuhuan war von klein auf klug und lebhaft, liebte es zu singen und zu tanzen und hatte eine besondere Vorliebe für Musik und Tanz. Ihre Schönheit und ihr Talent machten sie in ihrer Heimat sehr bekannt. Das Schicksal von Yang Yuhuan änderte sich drastisch, als sie erwachsen wurde. Zu dieser Zeit war Tang Xuanzong Kaiser der Tang-Dynastie. Er hatte eine Vorliebe für Musik und Tanz. Yang Yuhuans Talent trug sich bis zum Kaiserhof und schließlich wurde sie in den Palast aufgenommen, um eine Palastdame zu werden. Yang Yuhuan betrat damit eine völlig neue Welt. Das Leben im Palast schien prächtig, war aber in Wirklichkeit voller Herausforderungen und Gefahren. Zunächst kämpften die Konkubinen des Hofes oft im Verborgenen gegeneinander, um die Gunst des Kaisers zu gewinnen. Jede wollte die Liebe des Kaisers erlangen, um ihren eigenen Status und ihre Macht zu erhöhen. Yang Yuhuan musste mit diesen komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen umgehen und ihren Platz im Herzen des Kaisers behaupten. Darüber hinaus waren die politischen Kämpfe im Palast sehr erbittert und verschiedene Kräfte kämpften um die Macht. Yang Yuhuan musste nicht nur die Eifersucht der Konkubinen ertragen, sondern auch vorsichtig sein, um nicht von politischen Kräften angegriffen oder ausgenutzt zu werden. Daher brauchte sie große Weisheit und Vorsicht, um sich und ihre Familie zu schützen. Im Palast erregten Yang Yuhuans Schönheit und Talent schnell die Aufmerksamkeit von Tang Xuanzong. Der Kaiser war zutiefst von ihr beeindruckt und zeigte ihr große Zuneigung. Schließlich wurde Yang Yuhuan zur Guifei, das ist ein hoher Titel für Konkubin des alten chinesischen Kaisers, ernannt und wurde eine der am meisten geliebten Frauen im Palast. Sie verbrachte viel Zeit mit Tang Xuanzong. Die Liebesgeschichte zwischen Yang Guifei und Tang Xuanzong war voller Romantik. Tang Xuanzong liebte Musik und Kunst sehr und Yang Guifei war in diesem Bereich eine talentierte Frau. Sie rezitierten oft Gedichte zusammen, spielten gemeinsam Musik und spazierten sogar im Garten des Palastes, um die schöne Landschaft zu genießen. Es wird gesagt, dass Tang Xuanzong für Yang Guifei den majestätischen Huaqing Pool baute, wo sie oft badeten und in Ruhe die heißen Quellen genossen. Tang Xuanzong komponierte sogar persönlich Musik für Yang Guifei, um seine tiefe Zuneigung zu ihr auszudrücken. Diese Liebesgeschichte wird über Generationen hinweg erzählt. Einige Jahre nachdem Yang Guifei zur Konkubine ernannt worden war, brach in der Tang-Dynastie eine schwere Rebellion aus, die als Anshi-Rebellion bezeichnet wird. Diese Rebellion führte zu landesweiten Unruhen und Tang Xuanzong musste mit Yang Guifei und dem Hofstaat aus der Hauptstadt fliehen. Auf der Flucht erlebte Yang Guifei viele Schwierigkeiten. Auf der Flucht forderten die Soldaten, die unzufrieden und ängstlich waren, von Tang Xuanzong, dass Yang Guifei hingerichtet werden sollte, da sie für eine der Ursachen der Unruhen im Land hielten. Die Soldaten glaubten, dass Tang Xuanzong Yang Guifei zu sehr liebte und dadurch die Regierung des Landes vernachlässigte und sogar Verwandte von Yang Guifei in hohe Ämter einsetzte, um ihr damit einen Gefallen zu verschaffen. Diese Verwandten missbrauchten ihre Macht, was zu Unzufriedenheit innerhalb und außerhalb des Kaiserhofes führte und schließlich den Ausbruch der Anshi-Rebellion verursachte. Um den Zorn der Soldaten zu besänftigen, musste Tang Xuanzong eine schmerzhafte Entscheidung treffen und Yang Guifei opfern, um die Situation zu retten.
Yang Guifei wurde schließlich gezwungen, Selbstmord zu begehen und beendete damit ihr Leben. Obwohl die Geschichte von Yang Guifei voller Tragik ist, bleiben ihre Schönheit und ihr Talent sowie ihr Mut, dem eigenen Schicksal zu begegnen, für immer in den Erinnerungen der Menschen. Ihre Geschichte wird noch immer von Generation zu Generation weitergegeben. Das waren die Geschichten der 4 großen Schönheiten Chinas. Welche Geschichte gefällt dir am meisten? Gibt es Ähnlichkeiten zwischen ihren Geschichten und denen berühmter Frauen in der europäischen Geschichte? Teile deine Meinung gerne mit uns unten. Bis zum nächsten Mal!